Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr jetzt wissen möchtet, wie ich diesen Heidepilz gebastelt habe, tja, dann würde ich vorschlagen, bleibt doch einfach dran. Im folgenden Video zeige ich es euch Step by Step. Ich habe das Ganze im Übrigen mit einer Besenheide erstellt und eventuell werde ich auch noch einen Pilz mit dieser Stacheldrahtpflanze erstellen. So, dann nehmen wir dich jetzt hier erst einmal aus dem Topf hinaus. Ich muss hier mal eben die Wurzeln so ein bisschen abfriemeln. Jetzt kriegt ihr die überhaupt nicht aus dem Topf hinaus. Die ist echt gut durchgewurzelt. Aber die wird leider keine Wurzeln mehr im Laufe der Zeit bilden können. So, jetzt komm mal her, Schätzchen. Die ist aber echt gut da drin. So, haben wir dich jetzt schon mal. So, dann habe ich jetzt hier eine alte Säge am Start und nehme jetzt hier einen Teil von dem Substrat mal weg. Ja, könnte noch ein bisschen weniger. So. Einfach mit Ruhe und Geduld machen. So, das kann jetzt auch mal hier beiseite. Das kommt dann nachher auf meinen kleinen Kompost. Warum verschwenden, wenn man das ja noch für irgendwas verwenden kann? Wobei man kann es auch letzten Endes als so eine Art Steckschaumasse verwenden. So, jetzt haben wir hier die Besenheide am Start. Ich drehe mir das Ganze jetzt gleich um. Ich muss das aber hier mal eben sortieren. So, okidoki. Umgedreht haben wir sie. Dann habe ich jetzt hier Bindedraht am Start. Die Farbe bleibt jetzt hier wirklich jedem selbst überlassen. Ist letzten Endes sowieso immer alles Geschmackssache. Ich habe jetzt bewusst hier diese Farbe ausgewählt, weil die ist so ähnlich wie die Farbe der Heide. Ich gehe jetzt mal so dazwischen entlang. Ist jetzt ein bisschen friemelig. So, komm her. Jetzt befestige ich meinen Bindedraht. Mal eben so einen kleinen... Ja, Knoten brauchen wir gar nicht machen. Ich verzwiebel das jetzt hier einfach mal. Anfang stecke ich hier hinein, in die Erde sozusagen. Oder ist ja die Erde. Und jetzt nehme ich hier meine Besenheide und lege die mir mal hier so zurecht. Der Anfang, der ist immer ein bisschen friemelig. Und ihr könnt es ja schon sehen, die wird jetzt mit meinem Bindedraht festgewickelt werden. Immer wieder was Neues hinzunehmen und dann ganz entspannt mit dem Bindedraht festwickeln. Ja, das war gerade mein Hund Imelda, keine Ahnung, was die hat. Dann achtet auch immer auf die Ränder, dass man halt nichts mehr von der Erde nachher erkennen kann. Ja, und dann so lange mit dem Bindedraht drumherum wickeln, bis ihr halt hier alles von der Heide soweit angelegt habt. Ihr könnt hier auch ruhig mal drauf drücken und das Ganze schon mal, ich sag mal, ein bisschen ausformen. Ne? Ist auch überhaupt kein Problem. Und dann wickle ich jetzt mal fröhlich hier weiter mit meinem Bindedraht drumherum. Meinen Bindedraht schneide ich nun ab und befestige den an den bereits dran gewickelten Bindedraht. Wenn der Draht jetzt stellenweise bei euch nicht stramm genug drumherum sein sollte, dann das Ganze einfach mal, ich sag mal so, verzwirbeln. So, ich habe das jetzt hier ein paar Mal drumherum gewickelt. So, mal eben noch mal ein bisschen ausformen. Okay. So, jetzt kann man sich mal Gedanken machen. Das hier ist auch, wie heißt es, Holz von einem Kirschlorbeer. Das war jetzt schon ein paar Jahre in meinem Garten. Jetzt muss man sich Gedanken machen, wie hoch will ich den Pilz letzten Endes haben. Ich glaube, ich nehme lieber die Höhe. Ich bin jetzt hier gerade echt hin und her gerissen. Das ist ein Tacken. Nee. So, nochmal einmal hier Lucky. Doch, das sieht süß aus. Okay. Dann habe ich jetzt hier einen Bohrer. Der hat einen Durchmesser, muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich vergessen, gucke ich mal eben nach. Der Bohrkopf hat einen Durchmesser von 2 mm und dann habe ich jetzt hier eine Efeunadel am Start. Ich drücke die jetzt hier in das Holz ein wenig mal hinein, um mir einfach eine Markierung zu machen, weil mit dem Bohrer mache ich jetzt hier 2 Löcher in mein Holz hinein. Das ist dann halt so groß, dass die Efeunadel da nachher, hineinpasst.
So, die Efeunadel kommt jetzt hier durch die Heide hindurch. Und ich werde aber sicherheitshalber noch mit ein wenig Heißkleber gleich arbeiten. Sicher ist sicher. Ich muss das hier mal eben einmal runternehmen. Zack. Man kann das auch ohne Heißkleber machen, wenn man jetzt noch längere Efeunadeln haben sollte. Meine sind aber, um ehrlich zu sein, ein wenig kurz für dieses Projekt. Was man auch wiederum nehmen könnte, ich sag mal jetzt zum Beispiel Schaschlikspieße, Zahnstocher. So, hier ist die Efeunadel, da sind die 2 Löchsken. Muss ich hier mal eben ein bisschen gucken. Ist gar nicht mehr so einfach. Ja. Also bei dem ersten, da ging es auf jeden Fall einfacher, könnt ihr mir glauben. So. Na, muss ja echt ein bisschen brockeln. Ach, da ist das Löchsken. Ich war hier völlig falsch. Jetzt haben wir es. So, gut andrücken. Jetzt wird es für euch wieder ein bisschen lauter. Ich hämmer jetzt hier mal ein bisschen drauf rum. So, und ich drücke das Ganze jetzt so lange an, ja, bis ich halt der Meinung bin, der Heißkleber ist jetzt mit der Zeit fest geworden. Ja, und dann seid ihr im Prinzip schon mit diesem Heidepilz fertig. Im Anschluss werde ich jetzt gleich aber noch einen Pilz mit der Stacheldrahtpflanze erstellen. Aber ich denke, mein Pilz ist ganz niedlich geworden und letzten Endes bleibt es ja jedem selbst überlassen, welche Heide er dafür verwenden möchte. Gibt ja verschiedenste Farben bei den Heidepflanzen, da habt ihr ja auch eine riesige Auswahl. Und dann kommen wir jetzt hier mal zu der Stacheldrahtpflanze. Ja, sie ist minimal am Durchwurzeln. Schade, dass die Stacheldrahtpflanzen nicht winterhart sind. Das wäre echt cool, wenn man die im Garten wachsen lassen könnte. Überwinterung, muss ich gestehen, habe ich bei der Stacheldrahtpflanze noch nie ausprobiert. Und ja, ich weiß, letzten Endes ist das auch alles schade, hier die Pflanzen falsch rum. Die Pflanzen jetzt dafür zu verwenden. Ich meine, ich mache sie jetzt letzten Endes kaputt. Aber das ist jetzt auch so eine Deko, da habt ihr den ganzen Herbst was von. Ne, wer möchte, der kann das ja auch noch zur Weihnachtszeit stehen lassen. Also das hier, das kann man wirklich mal aufheben. Ich bin schon am Überlegen. Das kann man wirklich als Ersatzmasse für Steckschaummasse verwenden. So, machen wir immer hier sauber. Stacheldrahtpflanze, damit habe ich sowas jetzt noch nicht erstellt gehabt. Ich denke, das wird ein bisschen friemeliger, sie einfach halt auch mal gescheit hier platt zu drücken. Und wichtig bei allen Pflanzenprojekten halt, oder bei den Pilzprojekten, immer halt gucken, dass hier ausreichend Material nachher auch vorhanden ist. So, dafür möchte ich aber einen silbernen Draht. Ich glaube, der passt da ganz gut. Ist dann letzten Endes so ein bisschen Ton in Ton. So, mal eben hier durchfriemeln. Na, kommst du wohl her? Bin echt mal gespannt mit der Stacheldrahtpflanze, ob das auch so süß aussehen wird wie mit der Heide oder mit der Besenheide. Oder ob das hier gleich ein Worst Case ist. So nach dem Motto, mehr schlecht als recht. Ich kann es euch auch noch nicht sagen. So. Wollen wir mal gucken, ne? Oh, hier ist ein bisschen, wie heißt das Moos nochmal? Sternenmoos. Nicht Sternenmoos. Ah, jetzt komme ich nicht drauf. Bollenmoos, das kommt nachher in den Garten. Das hebe ich auf jeden Fall auf. So. Wollen wir mal gucken, wie es mit der hier geht. Ach, eine Sache noch an dieser Stelle. Ihr könnt die Ränder auch einfach mal so ein bisschen nach unten hin wegbiegen. Dann sieht das halt noch mal mehr aus wie eine Pilzkappe. Ich hatte jetzt eigentlich vorgehabt, die Pilze einfach bei mir im Garten zu platzieren, aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Stattdessen kommen sie auf diese alte Schale hinauf. So, dann kommt mal her, meine kleinen Pilze. Ja, ich glaube, das sieht nachher ganz süß aus. Ja, dann habe ich jetzt natürlich hier noch weitere Materialien am Start. Das bleibt jetzt nicht so.
Das hier ist Dschungelmoos. Dann habe ich hier ein klein wenig, Bollenmoos. Dann haben wir hier hinten ein paar amerikanische Eicheln. Das sind die hier, zeige ich euch mal. Dann habe ich hier 2 Lärchenzapfen am Start und noch einen Zapfen von einer Schwarzkiefer. Hier ist auch noch Heißkleber dran vorhanden. Stammt noch aus dem letzten Projekt. Ich denke mal ein Weihnachtsprojekt. Und dann haben wir hier nicht zu vergessen eine 2 Meter lange Drahtlichterkette. Die wird jetzt unter dem Curly-Moos platziert werden, beziehungsweise logischerweise kommt jetzt erstmal die Drahtlichterkette und das Plattenmoos. Das legen wir hier schon mal so dran. Na, nicht umkippen. Ja, sowas kann dann hier auch passieren beim Filmen. Da war ich jetzt ein bisschen zu voreilig. So, nochmal von vorne. Aber ich finde, das sieht echt süß aus. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Als erstes kommt dann jetzt halt... Jetzt bin ich raus. Als nächstes kommt jetzt hier diese 2 Meter lange Drahtlichterkette hinzu. Und die wird dann letzten Endes mit diesem Dschungelmoos gleich einfach mal bedeckt werden. Das sähe sonst ein bisschen komisch aus. Ich hatte auch erst noch darüber nachgedacht, die Pilze damit zu umwickeln. Aber wohin mit diesem riesigen Batteriefach? Bleibst du denn wohl stehen? Ja, diese Schale, die hat eine kleine Wölbung. Ich sage, jetzt bin ich hier komplett raus, ne? Man merkt es wahrscheinlich. Ist egal. Schneiden wir jetzt nicht raus, lassen wir jetzt einfach mal so drinne. Das Batteriefach der Drahtlichterkette habe ich jetzt einfach unter dem Curly-Moos versteckt. Ja, und noch mehr werde ich daran jetzt auch nicht dekorieren. Ja, und wie immer findet ihr alle benötigten Materialien für das Projekt auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.